Wir erreichen unseren ersten großen Meilenstein der Reise, den größten Salzsee der Welt. Unsere Fahrt führt uns weiter durch die surrealen Landschaften des Altiplanos. Endlose Ebenen, rote Felsen und die majestätischen Anden in Bolivien, die uns immer wieder den Atem rauben. Ein Gefühl von Freiheit, Abenteuer und unendlicher Weite, das man kaum in Worte fassen kann. Willkommen in der Region Potosi in Bolivien. Da oben noch der Dennis und Alex. Ciao, ciao! Nette Dudes. Wir haben am Vortag Alex und Dennis kennengelernt. Zwei Deutsche, die vor ein paar Jahren einfach mal nach Paraguay ausgewandert sind und gerade eine Motorradtour machen. Beim Abendessen haben wir ein bisschen gequatscht und ihnen gefühlt 1000 Fragen gestellt, wie das Leben in Paraguay so ist. Jetzt stehen wir eigentlich quasi das erste Mal an einer Tankstelle und warten, ob wir Benzin kriegen. Schauen wir mal, was das wird. Steffi war gerade fragen und wir kriegen Benzin. Yes. Nice. Tanken in Bolivien ist so eine Sache. Schon bevor wir ins Land gefahren sind, haben wir einige Storys gehört, wollten uns aber selbst ein Bild davon machen. Fakt ist, Diesel und Benzin sind Mangelware. Die Schlangen an den Tankstellen oft sehr lang und manchmal ist es für Ausländer etwas schwieriger an Benzin zu kommen. Grundsätzlich gibt es aber eine verstaatlichte Tankstelle, die YPFB, bei der auch Ausländer Sprit bekommen, aber halt zu einem höheren Preis. Oft tanken wir sin factura, also ohne Rechnung. Dabei geht dann immer ein bisschen was in die Taschen der Locals. Wir sind jedenfalls immer irgendwie an Benzin gekommen. Manchmal ging es einfach, manchmal hat es etwas länger gedauert, aber am Ende klappt es irgendwie immer. Ja, und die müssen das halt jetzt im System eingeben und das ist für viele oft ein Stretch, das wollen sie nicht machen, also Die sagen sie meisten- einfach nein. Oder wir zahlen einen höheren Preis. Wenn wir mehr zahlen, dann geben sie es nicht ein, so wie ich das verstanden habe bis jetzt. Ja, manchmal kann man ein bisschen mit ihnen argumentieren, dann nehmen sie es auf ihre Kappe, aber irgendwo muss es im System eingeben sein, also ja, manche machen sich da ein bisschen ein Taschengeld damit, was auch okay ist für uns. Ja, sicher. Hauptsache wir kriegen Benzin. Gracias, buen día. Zum lokalen Preis kostet uns das jetzt übrigens unter 50 Cent den Liter. Okay. Pretty Chillig. nice. Jo. Ja, das ist nicht so teuer. Das ist cool. In den nächsten Tagen geht es für uns zuerst von Tupiza nach Uyuni über die Ruta 21, eine asphaltierte Straße, die sich durch das Hochland des Altiplanos schlängelt. In Uyuni machen wir einen Stopp am größten Salzsee der Welt, campen dort bei 0 Grad und fahren danach weiter Richtung Sucre, der Hauptstadt von Bolivien. Die Route ist jetzt mehr oder weniger, wie gesagt, am direktesten Weg. Es gibt nicht so viele Straßen, also wird heute ein recht asphaltlastiger Tag für uns. Aber dafür haben wir am Abend die Belohnung und können mit dem Motorrad über den Salzsee fetzen. Ja, geil, ich freue mich schon.
Aber hier ist echt was los dafür, dass wir irgendwo rein theoretisch im Nichts sind. Aha, hier ist echt ein bisschen was los. Hätte man die Stadt ein bisschen kleiner vorgestellt. Uyuni ist eine kleine Stadt im Südwesten Boliviens, auf über 3600 Metern, mitten auf dem kargen Altiplano. Früher war es nur ein Bahnhof, irgendwo im Nirgendwo. Heute ist es das Sprungbrett zur größten Salzwüste der Welt, dem Salar de Uyuni. Wir haben uns die Stadt allerdings kleiner vorgestellt. Die Stadt ist gefüllt voll mit Jeeps und Tourenanbietern, die Touristen zum Salar bringen. Aber genau dafür sind wir ja auch hier, also no judgment. Also, ja. Perfekt. Du musst jedenfalls genügend Snacks mitnehmen. Okay, Snacks, also auf der Einkaufsliste sind Snacks. Schauen wir mal, was wir hier finden. Am liebsten wären mir irgendwelche Nudeln oder sowas. Das wird's machen. Nice. Bevor es zur Salzwüste geht, steht mal wieder Tanken auf dem Plan. Wir haben auch hier Benzin bei der YPFB-Tankstelle bekommen und mussten nur ein bisschen warten, im Vergleich zu den Jeeps. Ja, da hocken auch mal Leute drin in den Autos, das kann gut sein. Ja, wahrscheinlich, ja. Fucking hell, okay. Schaut euch das an, Leute. Ah, geil. Wir skippen dann mal slightly Fahr mal vor. und hoffen, dass sie einfach ganz vorne was kriegt. Oh, die Schlange, was läuft? Wie Schau heißen mal, sie gleich nochmal die? Gasolina gibt's da, oder? Ja. Dann schau ja mal, was die Fragen gehen. Ja. Hola, una pregunta. Para extranjeros, ¿es posible o Sí, se puede. gasolina? Pero no, el precio es 9 bolivianos. 9? Sí, es sin ok, factura, sí. Sí, es ok. factura. Sí, sin Ahora, factura. Sin factura te puedo dar 8. ¿Estás de acuerdo? Sí, sin factura 8, sí. Después de ese, ¿quién te dice? Sí, Después de ese, ¿cómo ok, dice? gracias amigo. Einfach aufziehen, er ist schon offen. Soll ich das Cash nehmen, was ich noch hab? Ich hab schon. Brauchst nicht ausziehen. Was allerdings nicht so cool ist, ist das schlampige Tanken. Hier ging's noch etwas. Aber oft tanken sie gerne über, denn je mehr Benzin, desto mehr Geld wandert sin factura in die eigene Tasche. Gian voll machen. Aber Ich zahl mal 80 oder so. wenn sie einfüllt da die ganze Zeit, dann irgendwann kommt es unten raus. Wir sind ready für den Salzsee, aber vorher verewigen wir uns noch schnell auf dem Ortsschild, wie schon der ein oder andere vor uns. Der obligatorische Sticker muss auch noch aufs Schild. Ein Muss bei dem Schild. Soweit wie du auch kommst. So weit wie auch ich komme. Ja. Okay, dann probieren wir. Das kann ja was sein. Bist du bereit? Ja, streck dich, los! Oh, nice. So. Also das Ganze hat eine Fläche von 10.000 Quadratkilometern und es sind 130 mal 110 Kilometer, oder? 140 mal 110. Der See ist entstanden vor mehr oder weniger 30.000 bis 40.000 Jahren zurück. Also es ist ein prähistorischer See, der ausgetrocknet ist. Ich habe gelesen, dass er an der tiefsten Stelle 220 Meter tief ist. Oder tief war. Ja. Und ich habe auch noch gelesen, dass die Salzdicke mehrere Meter hat an manchen Stellen. Echt? Also ja, das ist schon massiv und ich bin leicht aufgeregt. Ja. Habe ich mich schon sehr lange gesehen da drüber fahren und ja, Jetzt hoffen wir, dass wir nicht gleich voll einsinken, wenn wir drauf fahren. das war das erste, ja, aber ich hoffe, dass er einfach fucking trocken ist. Oh Mann, schaut euch das an, wie das ausschaut, als würde ich auf Schnee rauffahren. Oh
crazy. Jetzt muss man ja nur noch eine Spur finden, eine von diesen ganz vielen. Oh ja, hier ist aber Rough Patch. Oh, jetzt wird schon nass hier. Jetzt waren wir schon durch nassen Salz, das wollte ich gerade nicht. Wollen wir Deswegen- nicht? Na, das wollen wir nicht am Motorrad haben. So, jetzt haben wir schon verloren. Oh, hier ist nass. Oh, oh. Huhu. Wie das ausschaut alles. Schaut ein bisschen aus wie Eis, nicht? Es schaut mega weird aus. Oh Mann, da ist überall nur nass. Was läuft? Schauen wir mal, wie gut wir da dran vorbei navigieren. Machen wir ein bisschen langsam, das wollen wir nicht, dass es überall hinspritzt. Oh Mann, ist das crazy. Jetzt haben wir gerade ein paar Meter drinnen und es ist einfach alles nur weiß in alle Richtungen. Oh, ich habe keine Ahnung, wohin, to be honest. Am Anfang war die Navigation auf dem Salar für uns gar nicht so einfach. Etliche Spuren führen kreuz und quer über den Salzsee. Und wir hatten keine Ahnung, wie gut das Fahren klappt oder ob wir zum Beispiel auf Spurrillen oder nasse Teile achten müssen. Nach ein paar Kilometern haben wir die vorgefahrenen Spurrillen aufgegeben und sind im Freestyle über den Salzsee. Es ist schwierig zu sagen, wo man hinfährt, weil es ist alles weiß und ja, man hat nur so grob eine Ahnung, wo man eigentlich hin will, aber es ist schwierig, sich zu orientieren. Schau, da ist das Dakar-Sign. Wuhu! Fett, Mann. Oh, Wir sind auch. nein! Mitten im riesigen weißen Nichts vom Salar de Uyuni steht dieses sehr coole Dakar-Denkmal, komplett aus Salz gebaut. Es erinnert an die Zeit, als die Rallye Dakar hier noch durchgeballert ist. Heute ist sein Must-See-Spot für Fotos, Ja, mega. umgeben von dieser verrückten, endlosen Landschaft, die einfach grenzenlos wirkt. Mega. Da sind wir. In der Salzwüste. Und findet jeder seine Flagge. Alles aus Salz gemacht, die Steine auch. Episch. Jetzt mal hinhocken. Wir haben jetzt mal beschlossen, wir fahren jetzt einfach mal quer drüber. Am direktesten Weg zur Stelle. Because why not? Anschließend haben wir ein kleines Fotoshooting gemacht. Alleine, mitten im See. Überall nur weiß. Endloses Weiß. 10.000 Quadratkilometer weiße Fläche. Die perfekte Kulisse für die typischen Salarfotos und natürlich auch die obligatorischen Nudes. Keine Sorge, damit verschonen wir euch. Größtenteils.
nach unserer kleinen Fotosession machen wir uns jetzt auf den Weg zu einer von den Inseln und schauen, ob wir potenziell auf einen von diesen Plätzen heute Abend campen werden. Mit den ganzen Koffern und so ist schon alles da. Jo, schaut gut aus. Mitten im endlosen Weiß tauchen immer wieder kleine Inseln auf. Eine davon steuern wir gleich an, die Isla Incahuasi, auch Insel der Kakteen genannt. Überall stehen riesige, uralte Kakteen, manche über 10 Meter hoch. Einfach surreal. Es fühlt sich so an, als wären wir auf einem anderen Planeten gelandet. Oh. Gehen wir mal die Insel erkunden, oder? Ja. So, nachdem wir über die Salt Flats geballert sind und die Travel Time mindestens bei 70% gecuttet haben. Oh, so geil. Vorher hat es angezeigt 3 Stunden und dann waren wir in, keine Ahnung, 20 Minuten da. Na, ich glaube, eine halbe Stunde hat es gedauert. Ungefähr, ja. Gehen wir mal die Insel erkunden. Aber jetzt erkunden wir mal kurz die Insel hier. Da gibt's auf dem Salzsee gibt's ein paar Inseln. 2 etwas größere, das hier ist eine davon. Und die sind halt so bekannt, weil halt so massive Kakteen draufstehen. Wir stellen uns bald mal neben ein, dann könnt ihr sehen, aber die schauen echt massiv aus. Ja. Hier sieht man es. Pascal, Kaktus. Fett. Muss jemand von mir weglaufen? Der. Lass mir aus. Ha? Na, ich lach immer mit dir. Anstrengend ist. Keine Ahnung, wie das normalerweise ausschaut, wenn ein Kaktus stirbt, aber ist das das, was übrig bleibt von einem Kaktus? Wenn er tot ist. Wahrscheinlich, oder? So, meine Gurken, wir sind wieder beim Motorrad. Wir fahren jetzt zu einer anderen Insel, die liegt genau hinter uns. Auf jeden Fall, wir fahren einfach Augenmaß Richtung Insel und hoffen, dass es nicht zu lang dauert. Wir haben noch 1,5 Stunden, bevor die Sonne untergeht. Am Ende haben wir unser Zelt einfach neben einer Insel aufgeschlagen, gekocht und den Abend einfach nur mit dieser endlosen, surrealen Landschaft genossen. Sterne, Salz und eine Stille, wie wir sie bisher noch nirgendwo anders erlebt haben. Nur wir zwei. Das nenne ich mal Einsamkeit. Zweisamkeit. Vor uns epischer Sonnenuntergang. Und ich wollte euch eigentlich nur mal kurz die Experience geben und dann schalten wir kurz die Kameras aus für uns, damit wir das auch mal genießen können, weil so schnell werden wir wahrscheinlich nicht mehr hier sein. Aber die Ruhe ist krass. Es ist kein Vogel, kein Wind, gar nichts. Ich habe keine Ahnung, ob ich jemals so eine Ruhe hatte. Wir genießen die Sonne jetzt noch und ihr kriegt noch ein paar geile Drohnenshots und sonstige Aufnahmen, die wir jetzt hier irgendwie zaubern. Dann machen wir uns noch zu essen. Und wir bereiten uns ganz leicht auf die Kälte vor. Genau, ja. Es wird, also uns erwarten jetzt in der Nacht 0 bis -1. Yes. Also wird ziemlich kalt. Aber genug Gelaber, hier noch ein paar Shots.
Wir haben nicht so gut geschlafen, es war scheiß kalt und unsere Füße sind halb erfroren. Ja. Aber ja, nothing beats the view. Heute Morgen mit unserem Kaffee. Schön warm in der Sonne, ist auch gleich viel wärmer, also wir haben sicher wieder 15 Grad oder so. Im Anschluss geht es für uns, wenn ihr das sehen könnt, da hinten ist ein Vulkan, da fahren wir raus und dann soll es für uns auf dem Land weitergehen. Am nächsten Tag haben wir gemütlich gefrühstückt und unsere Sachen zusammengepackt. Danach haben wir unseren Kurs Richtung Land gesetzt und sind dann schön gemütlich mit unserem Schiff nach Norden gesegelt. Das war's für uns mit dem Salzsee. Wie das lustig ausschaut, wenn es vom See auf einmal ins Grün übergeht. Sugar. Ja. Und auf einmal sind wir wieder auf dem Weg. Wie groß stehen die Chancen, dass wir hier eine Tankstelle finden oder sowas? Oder? Ich weiß nicht, es schaut nicht so vielversprechend aus, wenn du mich fragst. Ich fahre jetzt einmal hoch und dann haben wir wieder Internet, weil auf der Playa hatten wir auch kein Netz. Und dann kann ich dann mal kurz schauen, wo wir hinfahren. Nachdem wir in diesem verlassenen Dorf dann noch eine Tankstelle gefunden haben, hat sich Pascal ums Tanken gekümmert und ich dachte mir, ich gönne mir mal einen Energy Drink. Zu meinem Unwissen habe ich mir Malzbier gekauft. Ich habe mir etwas Süßes erwartet, also war ich leider nicht so begeistert. Einen Energy Drink geholt da drüben, während wir an der Tankstelle warten. Ich habe gedacht, das hilft vielleicht, weil mir ist ein bisschen schwindelig die ganze Zeit mit der Höhe. Aber es schmeckt nach Bier. Es sagt ohne Alkohol, aber das war wohl nix. Da vorne kommt ein Haufen Lamas, gewatschelt. Gewatschelt. Ja, mitten durchs Dorf. Oh, sind die lieb. Das ist schon lustig. Oder sind das Alpakas? Nein, ich glaube, es sind Lamas. Schaut schon nach Ich glaube auch, Bananenhorn aus, oder? Ja, ich glaube schon. Oh, ja, das war tricky, Mann. Das ist auch noch mit Sand. Oh, dann kannst du ja gar nicht am Gas bleiben. Oh. Oh. Ui. Ja, oh Mann, Sand gut. ist so Echt tricky. gut. So tricky. Aber gut, machen wir das. So far, so good. Ja, es ist schwer mit. Wir haben ja ein bisschen sandy conditions. Gerade ein bisschen tricky. Das Ding mit Sand ist, wir haben vorhin schon drüber geredet. Man muss halt ein bisschen am Gas bleiben. Das ist so kontraintuitiv. Und es ist schon schwierig alleine mit einer normalen Maschine. Und normalen Bedingungen. Und wenn wir so voll beladen sind wie jetzt, ich finde es echt schwierig, rational am Gas zu bleiben, weil ja, es ist sehr viel Gewicht im Spiel und ja. Aber es ist eigentlich genau das, was uns rettet. Also wir sind jetzt schon öfter in so, wie sagt man da, so Sandpatches reingekommen, die dann auf einmal da sind und was uns den Lenker so links-rechts schlagt, mal kurz. Und es ist immer das Gas, was mich saved. Immer. Achtung. Ja. Oh, Sand. Das schaut aber echt krass aus, oder? Wir fuhren eine Zeit lang quer über eine Mischung aus Salz, Lehm und Sand immer östlich am Vulkan Tunupa vorbei. Sieht so aus, als könnte man die Strecke wirklich nur in der Trockenzeit fahren und an ein paar Stellen war es auch noch nicht ganz trocken. Eine komplett improvisierte Strecke, die sich jedes Jahr aufs Neue formt. Danach ging es für uns stundenlang Richtung Norden, über teilweise schlecht asphaltierte Straßen und riesige Schlaglöcher. Probiert es jetzt für euch einzufangen, aber es wird sicher nicht easy. Steffi hat gerade da drüben an Dust Devil gespottet. Ich zoome mal ran mit der Kamera. Das ist eigentlich sowas wie ein
Ja, wie ein Wirbelsturm, aber ohne wirklich ein Wirbelsturm zu sein. Halt viel kleiner. So, wir sind jetzt hier kurz stehen geblieben. Wir müssen unbedingt eine Aufnahme machen von dem Dust Devil. Also das ist ein Sandwirbelsturm, keine Ahnung, so einen großen haben wir noch nie gesehen. Und riesig. Ja, riesig. Und jetzt, wo wir schon hier sind, wir sind gerade zufällig hier stehen geblieben. Da ist ein Schild, das sagt Crater. Hier ist ein Einschlagsloch von einem Asteroiden oder Kometen, keine Ahnung. Ich kenne die Definition der Größe nicht. Aber das schaut auch ziemlich impressive aus, ja. Die Frau, wenn sie stachelig. Ja. Also so rein würde ich jetzt nicht. Schauen lustig aus. Ich finde die kleineren, ich finde die lustiger. Die schauen süß aus. Weirdes Zeug. Glaubst du, dass das ist, was die Lamas fressen? Vielleicht, weil hier gibt es nicht viel anderes. Oder? Nope. Da mein Gesicht schaut ein bisschen verbrannt aus, Wir glaube ich. sind ein bisschen verbrannt wahrscheinlich von der Salz. Nach unserer erfolgreichen Sidequest und Analyse unserer verbrannten Nasen ging es dann zügig weiter, vorbei an einer Regenwolke, die sich an uns herangeschlichen hatte, und direkt am Dust Devil neben der Straße, der uns ordentlich viel Staub und Sand in unsere Luftfilter und die der Afrika Twin geschleudert hat. Ja, verschwinde jetzt, die Wolke da. Wir fahren jetzt ein Stückchen lang so parallel. Hoffen wir mal, dass es uns nicht erwischt. Wie das ausschaut mit dem Sand gerade. Wow, okay, das habe ich nicht mal gesehen. Oh, krass. Uschi. Am Abend landeten wir in der bisher abgefucktesten Durchfahrtsstadt, die wir auf der Reise gesehen Hier haben. liegt ziemlich viel Überall Müll. nur Dreck und Staub. Leider mussten wir hier einen Stopp einlegen, weil sich in den Bergen Gewitterwolken zusammenbrauten. Dann gehen wir mal rein fragen, ob sie was haben. Ich glaube, der Kollege bringt uns jetzt zur Garage. Dann hoffen wir mal, dass die nicht allzu weit weg ist. Gracias. Sogar mit eigenem Bad. Ja, das wird das Zimmer für die Nacht. Relativ klein, aber wir zahlen noch nicht so viel. Wie viel war es nochmal? Also ja, kostet jetzt 11 € für die Nacht. Eigenes Bad, kleines Zimmer. Ist okay, würde ich sagen. Glaubt ihr, der Kollege hier... Aua, oh, die scheiß Fußreste. Glaubt ihr, der Kollege hier, der hat genug Kettenfett auf seiner Maschine. Und ich sehe auch gerade. Ich bin ein bisschen rot im Gesicht. Leicht verbrannt. Ja, aber wir haben überall noch Salzreste von Juni. Das muss ich noch runterwaschen. Aber ich wollte es jetzt nicht irgendwo machen, weil die waschen das dann irgendwie und das gefällt mir nicht. Also mache ich das lieber selber im Airbnb. Und solange es trocken ist, glaube ich, macht das auch keine Probleme. Neuer Tag, neues Glück. Wir sind schnellstmöglich aus der Abfucktown raus, hoch in die Berge und gleich wieder rauf auf über 4000 Meter. Aber schön ist's. Schau dir das einmal an, die ganzen Täler da rein und so. Ja, voll schön. Ja, ist schon episch. Dann kommt mal aus dem Weg, Kollegen. Die schauen so edel aus, finde ich, wie sie sich bewegen. Mal langsam.
Hier gibt's eine Banane. Dann holst du eine. Ja, bitte. Steffis Frühstück. Hopp. Dankeschön. Du auch irgendwas? Nein, weiß nicht. Was haben sie denn? Na. Nein, ich glaube nicht. Aus dem Dorf raus haben wir uns So, hinter diesen da sollten komischen wir ein bisschen Strukturen Windschutz vom haben. Wind geschützt, damit ich hier mein Gourmet-Frühstück in Ruhe verdrücken Zack. kann. Das Frühstück für die Steffi. Und danach noch Nur ein nicht so, zweiter. für die gezahlt. Oh. Mini-Torte Brownie. Schauen wir mal. Das was ich. Wir haben uns jetzt die ganze Zeit gefragt, in unserer Pause hier, was sie mit diesen komischen runden Türmen machen, die sie aus den ganzen Steinen aufbauen, die wir hier sehen. Also es gibt hinter uns noch etliche mehr davon. Am Anfang habe ich mal gedacht, dass das vielleicht sein könnte, dass sie die einfach wegräumen, damit sie mehr landwirtschaftliche Fläche haben. Und die dann halt einfach irgendwo hinhauen, aber da sind echt teilweise richtig fette Brocken drauf, so wie da. Und da braucht man sicher so mindestens 3-4 Mann, um so einen da hochzulegen. Und dann haben wir uns gefragt, ob es eventuell sein könnte, dass es Gräber sein. Weil es gibt überall, gibt's hier so Kräuteransammlungen, die sind Kupferblätter, glaube ich. Wenn ich mich jetzt hier auf den Stein stelle, sehe ich oben diese Styroporhüllen, da liegen noch ein paar drin. Also kann schon sein, dass es entweder, ja, wie sagt man das? Spirituelle Städte. Ja, spirituelle, keine Ahnung, Opferstätte oder irgendwie sowas. Oder halt grafisch. Irgendwie so kann man das einrichten. Wir finden nichts im Internet auf jeden Fall. Aber nicht auf die Schnelle zumindest. Ich hoffe einfach mal stark, dass wir jetzt nicht neben einem Familiengrab gegessen haben. Nach dem Frühstück geht's weiter auf unserer geplanten Route und ganz ohne Scheiß, das war bis jetzt die schönste asphaltierte Straße, die wir fahren durften. Landschaftlich einfach der Wahnsinn, steile Berge, verrückte Farben und geile Kurven. So viel Abwechslung, wir haben alle paar hundert Meter gestaunt und jede Minute auf der Strecke richtig genossen. Hier kommt wieder so eine Felswand, wo man sieht, wie das Gestein vertikal hochgedrückt worden ist in vielen verschiedenen Farben. Ja, Und dann ganz plötzlich nach einer Kurve unser erster Blick auf Sucre. Die Stadt liegt zwischen den Bergen, die Dächer glänzen in der Sonne und wir können es kaum erwarten, durch die Gassen zu schlendern. Vor allem ich. schaut's aus, als hätten wir die Stadt gefunden, ha? Allerdings, ja. Das schaut schon ein bisschen nach einer größeren Stadt aus. Die Hauptstadt von Bolivien. Dann schauen wir mal, wie wir in dem Chaos da klarkommen, oder? Yep, wird wahrscheinlich ein bisschen ungewohnt. Ja, let's go, I guess, ha? Let's go.
Also Sucre ist die verfassungsmäßige Hauptstadt von Bolivien. Es gibt ja auch noch La Paz, das ist die administrative Hauptstadt. Hier sind wir ungefähr auf 2700 Meter, was noch ziemlich hoch ist, finde ich, für so eine große Stadt. Und was auch ziemlich cool ist das Zentrum von Sucre. Das ist seit 1991 UNESCO Weltkulturerbe. Oh, nice. Also bin ich schon gespannt, wie das ausschaut. Ah ja, und hier haben sie wieder diese Gebäude mit den weißen Fassaden. Ja. Deswegen wird die Stadt da oft, wie heißt es auf Spanisch? Blanco? Ciudad Blanca. Blanco? La Ja. Ciudad Blanca genannt, die weiße Stadt. Okay. Genau, ah ja, da sieht man immer wieder weiße Häuser zwischendrin. Wir haben es geschafft, wir sind am Camp. Nice. Das war ein cooler Tag. Voll. So, dann gehe ich mal rein, oder? Ja. So ihr Lieben, ich zeige euch noch kurz unser Zimmer. Wir sind in einem Hostel, haben aber unser eigenes Zimmer. Das Hostel hat einen mega nice Garten da unten. Zimmer. Hallöchen. Schön großes Zimmer, viel Platz für unsere ganzen Sachen. Schöne große Fenster, coole Aussicht. Pascal hat gesagt, es ist nice, weil es sieht, muss keiner nackig herumlaufen hier, wenn wir ganz oben sein. So, hier ist noch Bad. Epic. Alles, was wir brauchen für die nächsten Ganze Tage. für 11 Euro. Und das Ganze für 11 Euro die Nacht, ja. Also können wir uns nicht beschweren. Nice. Wir sind gerade beim Carwash. Wir lassen das Motorrad hinten waschen. Das ganze Salz von Uyuni muss leider runter, weil sonst werden wir irgendwann ein fettes Problem haben. War nötig, ja. Ja, wir haben heute einen ziemlich coolen Tag gehabt. Kurvenreich, sehr schöne Landschaften, sehr vielseitige Berglandschaften. War auf jeden Fall für mich ein Highlight von den letzten Wochen. Also, ja. Ja, war wirklich eine mega coole Strecke. Das war es jedenfalls von uns für heute. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst uns ein Like und ein Abo da und wir sehen euch im nächsten. Ciao, ciao. Ciao. Ich glaube, die Jacke hätten wir nicht lassen können. So, wir sind schon fahren. Ja. Schmeckt wie Kellogg's Max. Aber süß. Genau gleich. Ja. Kellogg's Max. Ging jetzt da mal aufs Klo jetzt. Bevor ich weiter ist. Eine Woche beim Spanischlehrer und dann dürfen wir hier auf seinem Grundstück fahren. Epic Shit. Steffi probiert gerade die Afrika-Tour.